Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, heute geht es hauptsächlich um die User des Honor Magic V3. Ich denke mal demnächst auch dem Honor Magic V2. Die Updates kommen ja immer relativ zeitgleich, sage ich jetzt mal. Zumindest war es in der Vergangenheit so. Gibt es nämlich eine neue Version, die 9.0.0.161, und die bringt nicht nur das Mehr-Sicherheits-Patch-Level mit, sondern auch ein paar kleinere Funktionen. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber denke ich mal für den einen oder anderen trotzdem interessant. Entsprechend habe ich mir gedacht, ich zeige euch die mal, was da so mitkommt. Von daher würde ich sagen, legen wir gleich los. Viel Spaß! Ja, kurz bevor ich zum ersten Punkt komme, eine Info: Es gibt jetzt doch schon das Update auch für das Honor Magic V2. Das ist kurz nachdem ich das Intro gedreht habe, jetzt bei mir vorgeschlagen worden beim V2. Allerdings ist es nicht die Version am Ende mit 1.6.1, sondern mit 1.6.0. Die Änderungen sind prinzipiell aber das gleiche. Ja, der erste Punkt der Neuerungen betrifft die Kamera. Und zwar die Einstellungen der Kamera, und den finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich habe das schon zeitweise vermisst, dass ich da immer mal wieder was einstellen musste oder HDR ausschalten, einschalten, beziehungsweise das war dann wieder aktiv, wenn ich es beim nächsten Mal wieder gestartet habe, die Kamera. Und jetzt haben wir den Punkt Einstellungen merken in den Kameraeinstellungen mit drin. Dort könnt ihr ab sofort die Modi, Filter, Fotoprofile, HDR eben, was ich gerade schon erwähnt habe, Bewegungsfoto und Aufnahme durch Bewegungserkennung merken lassen, also sprich die letzte Einstellung, die eben da vorhanden war. Was ich aber noch ein bisschen schade finde, ist, wenn ihr, wie ich vielleicht auch, das Doppeltippen des Ein-Ausschalters aktiv habt für die Kamera zum Starten und ihr das macht, dann ist trotzdem hier unten noch die Bewegungserkennung an. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich mache das eigentlich fast jedes Mal aus. Gerade bei schlechteren Lichtbedingungen nimmt er da eine schnellere Belichtungszeit und entsprechend dadurch eine höhere ISO. Entsprechend wird das Bild dadurch auch verrauschter. Drum, wenn ihr die Kamera doppeltippen startet, dann würde ich euch zumindest empfehlen, nehmt das Ganze raus. Müsst ihr leider auch jedes Mal wieder aufs Neue rausnehmen. Also das ist leider immer noch nicht einstellbar. Ja, dann habt ihr in der Galerie ab sofort die Möglichkeit, einen KI-Ausschnitt auszuschneiden, zu speichern, zu schicken oder eben dann anderweitig zu verwenden. Wichtig ist da, ihr tippt quasi das Motiv, wo ihr haben möchtet, wie jetzt hier mein Leihfahrzeug, lang an. Dann umrahmt er das hier so. Und dann könnt ihr auch unten drunter sagen, speichern, teilen oder kopieren. Und wenn ihr das Ganze zum Beispiel speichert, dann verarbeitet das Ganze kurz und dann könnt ihr das im Endeffekt so verwenden, ohne Hintergrund. Finde ich ziemlich cool, weil es funktioniert halbwegs gut. Ich habe schon mal bemerkt, so ein bisschen hier oben, den Rand zum Beispiel hier, das macht er so ein bisschen eckig. Aber ich denke, das meiste, wo man das verwendet, reicht es aus. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, um schnell mal was auszuschneiden, wenn man es denn braucht. Dann eine weitere Änderung ist die Bearbeitung mit Text. Wenn ihr Text hinzufügt, habt ihr jetzt deutlich mehr Möglichkeiten. Ihr habt mehr Schriftarten, die ihr runterladen könnt. Ihr könnt da deutlich mehr einstellen. Und wenn ihr sagt, ich möchte jetzt mal zum Beispiel die Schriftart hier, dann ladet ihr die runter. Dann könnt ihr hier den Text entsprechend natürlich eingeben. Ja, machen wir mal Test. Ja, und dann könnt ihr hier natürlich den Stil auch verändern, die Farbe, ihr könnt es in Kursiv und so weiter. Also ihr habt da jetzt viele Möglichkeiten, wie ihr das Ganze abändert. Und ja, ich brauche es weniger, aber für manche vielleicht auch ganz interessant. Dann habt ihr jetzt bei Collagen mehr Möglichkeiten. Ich markiere jetzt hier einfach mal 4 Bilder dafür. Klick unten auf Erstellen und auf Collage. Und da habt ihr jetzt eben verschiedene Optionen, ob mit Rahmen, ohne Rahmen. Ihr könnt es hier so untereinander machen, nebeneinander. Könnt es natürlich auch so Vollbild einblenden lassen und so weiter und so fort. Also ihr habt da jetzt einfach mehr Optionen, das Ganze dann auch aufzuteilen,
so wie es euch gefällt. Könnt natürlich auch Bilder tauschen und so weiter. Ja, eine weitere Neuerung ist, dass ihr QR-Codes ab sofort scannen könnt und zwar nachträglich auch. Ich habe hier einfach mal bei Google QR-Code eingegeben, weil ich jetzt gerade kein anderes Bild parat hatte. Und dann taucht hier unten QR-Code im Bildscannen auf. Das funktioniert jetzt hier natürlich suboptimal, weil einfach zu viele QR-Codes im Bild sind. Aber nur damit ihr hier den Punkt mal gesehen habt. Das funktioniert natürlich, wie wenn ihr den QR-Code entsprechend vorher nativ gescannt hättet. Ja, dann ein weiterer Punkt, was vielleicht interessant ist, wenn ihr mal Gebäude von unten aus nach oben fotografiert und die Geometrie nicht ganz passt oder das leicht schief ausschaut im Bild dann entsprechend. Da könnt ihr über die AI-Bearbeitung jetzt bei Zuschneiden ein horizontales und vertikales Drehen. Also der verschiebt dann das Bild hier zum Beispiel horizontal. Das könnt ihr dann so, wie ihr es eben braucht, bis ihr sagt, jetzt sollte das passen. Oder eben vertikal. Und entsprechend könnt ihr das dann sozusagen gerade stellen. Ja, eine weitere coole Funktion, muss ich sagen, ist die KI-Erweiterung. Ich kenne das von Photoshop zum Beispiel auch schon. Und jetzt können wir es auch hier machen, und zwar über die AI-Bearbeitung. Könnt ihr hier die KI-Erweiterung ansteuern, könnt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt hier aus dem Bild ein 16:9 Bild machen. Das heißt, ich möchte da mehr Breite haben. Ich starte die Erweiterung, dann berechnet er das Ganze und das dauert jetzt kurz. Ja, und dann hat er das so erweitert. Was ich aber eher negativ bisher empfunden habe, ist, er macht immer eine Art, ja, Vignette. Also das heißt, rechts und links wird dunkler, was er da erweitert. Finde ich optisch leider nicht ganz so schön. Also, ja, und das ist auch wirklich schwierig rauszukorrigieren. Ich habe es vorher mit Lightroom mal probiert und ich muss ehrlich sagen, selbst da kriege ich es nicht sehr gut hin. Zumindest mit dem Lightroom hier am Smartphone. Am PC sicher besser, aber ich meine, das ist ja nicht Sinn und Zweck, dass man ein Bild erweitert und es dann deutlich bearbeitet werden muss, noch im Nachgang. So, hier zeige ich euch mal noch ein anderes Beispiel, wo das Ganze ein bisschen besser funktioniert hat, zumindest im ersten Test. Ich hoffe diesmal auch. Ja, und es sieht auf jeden Fall besser aus und auch ohne Vignette. Also ich weiß nicht, warum man das bei manchen Bildern macht. Das ist mir vor allem bei Bildern tagsüber aufgefallen, dass er da relativ viel Vignette reinhaut, seitlich. Aber ja, so würde ich sagen, schaut das Ergebnis doch wirklich gut aus. Und auch wenn man da reinzoomt, schaut es gar nicht so übel aus. Man sieht ein bisschen, wenn man nah ranzoomt, einen Schärfeverlust. Also man sieht so ein bisschen hier den Übergang von hier nach da. Also das ist sichtbar, aber könnte auch eine Unschärfe sein, weil es weiter hinten ist, jetzt zum Beispiel in dem Fall. Ist noch nicht perfekt, aber auf jeden Fall ein cooler Anfang, würde ich sagen. Hier mal noch ein Bild, wo es auch relativ gut funktioniert hat und auch mal ohne Vignette. Woran das liegt, kann man oder kann ich euch zumindest schwer sagen, dass bei manchen Bildern Vignette entsteht, bei manchen eben nicht. Also hier seht ihr es, da schaut es wirklich sauber aus. Ja, muss man, denke ich mal, bildindividuell einfach checken. Das Bild am Strand war für mich jetzt zum Beispiel nichts und selbst wenn ich erneute Erweiterung mache, wurde es nicht besser. Ja, ist wie es ist, aber das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen und er hat hier sogar weitere Spuren reingemacht, als wären da auch noch Autos gefahren. Ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann gab es hier beim Multi-Window noch eine Option. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich nicht ganz rausfinden können, was das jetzt die Neuerung sein soll. Also wenn Sie Apps für den Modus geteilten Bildschirm auswählen, können Sie globale Suche verwenden, um Paare von geteilten Bildschirmen zu finden. Ich habe da auch mal einen Bildschirm geteilt, beziehungsweise auch mal zwei Fenster nebeneinander gemacht und habe die Suche probiert, die sind nie aufgetaucht. Ich habe das App-Paar dann auch mal gespeichert. Auch da hat sich nichts getan, das ist nirgends aufgetaucht, außer eben Homescreen beim Stock Launcher. Den hatte ich da auch mal aktiviert. Wenn ihr wisst, was damit gemeint ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe die Übersetzung ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was sie damit gemeint hatten. Genau, ansonsten
Den zweiten Punkt, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Ja, dann könnt ihr hier zum Beispiel auf Instagram das Ganze nutzen und gleichzeitig hier scrollen. Das ging vorher nicht. Also ihr konntet da wirklich nur ein Fenster dann bedienen. Das heißt, die laufen im Hintergrund dann live mit und alle bleiben aktiv. Dann wurde noch verbessert, dass ein unverankertes Fenster wie hier optisch ein bisschen besser quasi großgezogen wird. Wenn ich jetzt hier oben auf groß gehe, das schaut halt super smooth jetzt aus. Vorher, ich habe es jetzt bei meinem V2 nochmal getestet, ja, hat es so kurz gehakt, bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob es bei jedem User so war, aber das war jetzt auch nicht weiter dramatisch. Schaut halt einfach ein bisschen flüssiger aus. Dann habt ihr in der App Smart Controller eine Neuerung, und zwar könnt ihr da jetzt euren Infrarotsender, der im Smartphone verbaut ist, nicht nur nutzen für Fernseher, Klimaanlage etc., sondern ihr habt jetzt neu Lüfter und auch Licht. Ich habe jetzt leider keinen Lüfter und kein Licht verfügbar, was mit Infrarot ausgestattet ist, aber hier sind einige Marken vertreten auf jeden Fall. Was da so verfügbar ist, finde ich auf jeden Fall cool, dass auch die App entsprechend weiterentwickelt wird. Eine Funktion, die ich euch leider nicht zeigen kann, weil ich blöderweise am Anfang die Notizen-App gelöscht habe und ich prinzipiell immer die Google Notizen-App nutze. Und zwar ist die Notizen-App von Honor jetzt mit KI und ich kann leider auch die App nicht wiederherstellen. Ich habe da auch mal reingeguckt. Tipp im Internet war mal Parallel Space aktivieren. Das hat bei mir auch nicht funktioniert. Da gibt es ja auch eine Neuerung, die zeige ich euch dann noch. Da ist halt jetzt das Coole, muss man ehrlich sagen, dass ihr Besprechungsprotokolle erstellen lassen könnt und auch mit Dialekten und Fremdsprachenerkennung. Das heißt, es zeichnet das Ganze auf, macht euch auch eine schriftliche Zusammenfassung und ja, ihr könnt es dann quasi im Endeffekt zusammengefasst dann ausgeben lassen. Ich nutze schon seit längerem hier Fireflies AI. Das macht das Ganze eben auch. Ich habe da im Endeffekt auch mal fürs Oppo Find N5 damals das Ganze mitlaufen lassen. Ist eine ziemlich coole Sache. Da wurde das Oppo vorgestellt auf Englisch und dann hat man halt hier ein Transkript und auch eine kleine Zusammenfassung. Finde ich sehr cool, aber kann wohl jetzt auch die Notizen-App selbst. KI-Übersetzung nichts Besonderes. Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Thai ist dazugekommen. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Startbildschirm, den könnt ihr jetzt auch schnell ausschalten und könnt das Ganze eben einstellen. Wenn ihr auf dem leeren Bereich tippt, dann schaltet er aus. Das mache ich jetzt nicht, sonst endet nämlich mein Screen Recording. Ist aber ganz simpel, steht ja da, wo ihr es einstellen könnt. Zur Lautstärkeregelung, das finde ich ist auch eine coole Neuerung. Ihr könnt jetzt für jede App einzeln die Lautstärke anpassen lassen, beziehungsweise dann euch selbst einstellen, wie ihr es braucht. Und dazu geht ihr dann unter Einstellungen und da dann unter Töne und Vibration. Ihr habt dann hier weitere Einstellungen und könnt hier dann die Lautstärkeregelung der App aktivieren. Wenn ihr dann die Leiser-Lauter-Taste drückt und über die 3 Punkte geht, habt ihr dann hier für jede App selbst einen Regler. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel in YouTube reingeht und in YouTube Music und wir starten da jetzt mal bei beiden irgendein Video, dann habt ihr ab sofort hier für YouTube separat einen und für YouTube Music. Und ihr könnt die separat einstellen und die behält er auch entsprechend dann bei. Das heißt, wenn ihr YouTube stumm macht und YouTube Music bleibt laut und ihr geht nächstes Mal in YouTube rein und geht nicht in diese Erweiterung, dann bleibt es auch wirklich stumm. Also das ist wichtig zu wissen. Dazu müsst ihr dann quasi in diese Lautstärke-Regelung Erweiterung reingehen und dann könnt ihr auch die Lautstärke wieder entsprechend hochdrehen. Dann beim Kontrollzentrum könnt ihr jetzt wohl das Ganze erweitern. Das ging jetzt aber auch bei meinem Magic V2 noch ohne dem Update. Das heißt, wenn ihr hier drin seid, auf diesem Pfeil und dann könntet ihr jetzt hier zum Beispiel mein Headset, mit dem ich jetzt auch entsprechend gerade aufnehme, das Ganze trennen, wenn ihr draufklickt oder eben was verbinden, wenn ihr es anklickt. Ist für mich jetzt keine Neuerung irgendwie, also es ging gefühlt vorher auch schon.
Dann bei der Magic Capsule, also das, was wir hier oben haben, da können jetzt auch mehr Symbole angezeigt werden. Ja, ich habe das mal getestet, es waren 2 oder 3 jetzt, was ich da anzeigen lassen konnte, aber war jetzt auch nichts Besonderes tatsächlich. Ja, finde ich praktisch, aber nutze es auch relativ selten. Beim Stromverbrauch und bei der Stabilität wurde ein bisschen was noch verbessert und beim Parallel Space, da könnt ihr ab sofort dann eben das Ganze noch etwas diskreter machen. Und zwar geht ihr da in die Einstellungen unter Sicherheit und Datenschutz, dann weiter runter, Geräte und Datenschutz, Parallel Space, dann meine Gesichtserkennung entsprechend dann auch erkannt, diskreter Modus, und dann könnt ihr das Ganze hier aktivieren. Genau. Und dann müsst ihr eben, wie es hier schon gezeigt wird, auf dem Mainscreen, auf der Startseite eben, da entsprechend die Finger auseinanderziehen, damit es auch entsprechend dann aktiv wird. Ja, und last but not least, nicht zu vergessen, das Smartphone wurde vom Android Sicherheitspatch-Level wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Und zwar ist jetzt anstatt Februar der 1. März 25 das Level. Somit haben wir hier wieder den aktuellsten Stand der Sicherheitsupdates. Ja, das war's von den Neuerungen vom Magic V3 und mittlerweile auch Magic V2. Ich denke, die Updates werden wieder in Chargen verteilt. Kann sein, dass ich jetzt schon wieder ein bisschen später dran gewesen bin oder eben auch relativ früh, das kann ich schwer sagen. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon bekommen habt und wenn ja, wann. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Abo nicht vergessen und die Glocke. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.